Sie sind weiblich oder sie sind männlich, doch manchmal verschieben sich die Grenzen der Geschlechter. Sie tragen Frauen- oder Männerkleidung, sie tragen Bärte oder sind rasiert. Die einen imitieren Weiblichkeit, die anderen schlüpfen in maskuline Rollen. Sie tun es mal übertrieben, mal persiflierend, mal täuschend echt. Was für Außenstehende exotisch und schräg daherkommt, ist für sogenannte Transgender wesentlich mehr. Es ist ihr Leben. Wenn Franziska und Jessica shoppen gehen, dann sehen beide auf den ersten Blick wie normale Frauen aus. Nichts lässt darauf schließen, dass hier ein Pärchen, also Mann und Frau, gemeinsam auf der Suche nach ein paar schicken Damenschuhen für ihn sind. Wenn wir uns einen Jessica-Tag einlegen, dann möchte ich schon wie eine gute Freundin behandelt werden. Also so, als wenn man mit einer Freundin shoppen geht, unterwegs ist mit einer Freundin. Also gibt es kein Händchen halten, kein Rumschmusen und machen. Das ist eben wie zwei gute Freunde. Stimmt. Und meistens spricht sie noch nicht immer viel, damit man die Stimme nicht merkt. Jessica, alias Stefan, ist ein Mensch, der zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht wandert. Er ist ein sogenannter Transgender. Seine Neigung entdeckte der heute 25-Jährige bereits als kleiner Junge. Ich habe es als normal empfunden. Jetzt natürlich nicht so normal, dass du jetzt eben sagst, hier, hey, meinem besten Freund, hey, komm, ich ziehe Frauenkleider an, so, machst du das auch mit, wollen wir mal so durch die Gegend ziehen. Also so normal nie. Also ich bin schon immer ein Träumer gewesen und hatte mir da meine eigene Traumwelt damit aufgebaut und konnte mich da in meine Traumwelt zurückziehen. Trotzdem hat er Angst, so wie er ist, nicht akzeptiert zu werden. Die Konsequenz? Der Dresdner spricht mit keinem über seine Zerrissenheit. Es beginnt eine bewegte Suche nach der eigenen Identität. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es sich nie angezogen hat, ist es dann da hat man so einen inneren Druck irgendwie auf sich. Irgendwie, da ist auch eine gewisse Vorfreude darauf. Und dann, wenn man die Sachen eben anhatte, dann ist eine Gelöstheit da. Also man fühlt sich dann ein bisschen wie neu geboren. Dennoch nimmt sich Stefan vor, das Feminine nicht mehr auszuleben. Er unterdrückt die Neigung, wird rückfällig. Heimlich schminkt er sich und trägt Kleider. Dabei spielt seine sexuelle Orientierung keine Rolle. Meine Eltern, die wussten auch noch nie, was mit mir los ist, konnten mich auch bloß fragen, ich konnte es nie erklären und da hatten wir eben irgendwie ein Problem. Jessica Spirit existiert weiter, trotz anfangs ablehnender Haltung der Familie. Dann, vor 5 Jahren, lernt Stefan seine Freundin Franziska kennen. Die junge Frau hat Mut, sich auf das Neue einzulassen. Sie erlaubt ihrem Partner, sich weiterhin zu verwandeln, unterstützt ihn sogar dabei. Ein bisschen habe ich ihn ja mitgeformt und darauf bin ich stolz. Auch wie er sich entwickelt hat und welche Frau er darstellt. Denn das ist für mich auch ein bisschen wichtig, dass er nicht eine von diesen Hinterhoftransen ist, um es mal hart zu sagen, sondern halt ein normales Mädchen in seinem Alter entsprechend. Und das finde ich schön. Transgender hat es schon immer gegeben. Anfang des 19. Jahrhunderts. Einer der wohl bekanntesten Fälle ist der des Dänen Einar, der sich als Frau kleidet und mit einer amerikanischen Malerin verheiratet war. An der Dresdner Frauenklinik wurde 1925 aus dem Mann Einar Lilli Elbe. Die Operation führte Professor Warnekus durch. Es ist der weltweit erste geschlechtsangleichende chirurgische Eingriff. Das Ausscheren aus der gegebenen Ordnung hat also eine lange Tradition. Eine Tradition, die im Changeable fortgeführt wird. Das Dresdner Atelier ist die erste Adresse für Transgender, wenn es um Outfit, Make-up, Körpersprache und Selbstfindung geht. Das, was wir hier machen, geht es nicht darum, dass wir Travestie oder irgendwie groß bunt schillernde Figuren auf die Straße stellen, sondern die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen, die Neigung, Frau sein zu wollen oder auch Mann sein zu wollen, für die betreffenden Frauen, das auszuleben, das zu erleben, was das für ein Gefühl ist. Wie komme ich bei anderen Leuten an, wie wirke ich auf andere und was erlebe ich da selber. Das ist für viele oftmals ein völlig fremdes Gefühl, was sie das erste Mal hier erleben. Um mehr Akzeptanz wirbt auch Stefan alias Jessica. Mit ihrem Internetauftritt und einem Stammtisch soll anderen, die in einer ähnlichen Lage sind, Mut gemacht werden.
Wir sind eigentlich keine Freaks. Das Leben ist nun mal bunt, unsere Menschen sind auch bunt. Und was weiß man, wenn man auf der Straße geht, was derjenige zu Hause macht? Obwohl Stefan Jessica nun schon seit einigen Jahren erschafft, ist es jedes Mal wie ein neuer Anfang mit Träumen und Wünschen. Jessica, das ist ja eher so ein Starlet. Also die möchte auf jeden Fall irgendwann irgendwas Großes haben, was weiß ich, einen Kinofilm oder mal auf der Bühne stehen oder irgendwas. Also die ist auch eine Person, die immer gerne präsent sein will. Und Stefan, das ist eher so ein zurückhaltender Typ, der will mit Franzi irgendwas aufbauen. Die haben zusammen ihre Träume, einen Kostümverleih, eine Werbeagentur zusammen, ein Hotel mit Café. Androgyner, Schwuler, Lesbe, Transgender und doch nur 2 Geschlechter.